Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta. Tafel 7, die 7 Herren. Höre, o Mensch, und lausche meiner Stimme. Öffne deine Gedankenwelt und trinke von meiner Weisheit. Dunkel ist der Pfad des Lebens, auf dem du gehst, und viele Fallgruben liegen dir im Weg. Strebe danach, immer größere Weisheit zu erlangen. Wenn du das schaffst, wird es Licht werden auf deinem Weg. Öffne deine Seele zum Kosmischen, o Mensch, und lass es hereinfließen, damit es eins wird mit deiner Seele. Licht ist ewig und Dunkelheit ist vergänglich. O Mensch, suche immer nach dem Licht. Erkenne, wann immer Licht dein Wesen erfüllt, wird für dich die Dunkelheit bald verschwinden. Öffne deine Seele den Brüdern des Lichts. Lass sie herein, damit sie dich mit Licht erfüllen. Erhebe deine Augen zum Licht des Kosmos und wende dein Antlitz immer zum Ziel. Nur dadurch, dass du das Licht aller Weisheit erlangst, bist du eins mit dem unendlichen Ziel. Suche immer das ewige Einssein, suche immer das Licht des Ziels. Licht ist unendlich und Licht ist endlich, im Menschen nur getrennt durch die Dunkelheit. Trachte danach, den Schleier der Dunkelheit zu zerreißen. Vereine das Licht zu einem Fluss. Höre, o Mensch, vernimm meine Stimme, die den Gesang des Lichts und des Lebens singt. Im ganzen Raum ist das Licht vorherrschend, alles umfassend mit seinen Flammenbannern. Suche immer im Schleier der Dunkelheit, und irgendwo wirst du sicherlich Licht finden. Verborgen und begraben, dem Wissen der Menschen verloren, existiert doch tief in der Endlichkeit das Unendliche. Das unendliche Bewusstsein ist verloren und doch existent. Es fließt durch alle Dinge und lebt in allem. Im ganzen Raum gibt es nur die eine Weisheit. Obwohl sie geteilt scheint, ist sie eins in dem einen. Alles, was existiert, kommt aus dem Licht, und das Licht kommt aus dem einen. Alle Schöpfung basiert auf Ordnung. Gesetze regieren den Raum, wo das Unendliche wohnt. Aus dem Gleichgewicht heraus kamen die großen Zyklen, die sich in Harmonie dem unendlichen Ende entgegenbewegen. Wisse, o Mensch, dass weit entfernt in Raum und Zeit selbst die Unendlichkeit eine Veränderung erfahren wird. Höre und lausche meiner Stimme der Weisheit und wisse, dass alles immer aus dem einen kommt. Wisse, dass du im Laufe der Zeit nach Weisheit suchen und immer mehr Licht auf deinem Weg finden kannst. Ja, du wirst herausfinden, dass dein Ziel sich Tag für Tag immer wieder vor dir zurückzieht. Vor langer Zeit stand ich, tot, in den Hallen von Amenti vor den Herren der Zyklen.
Sie sind mächtig in ihrer Erscheinung der Macht. Sie sind mächtig in der unverschleierten Weisheit. Das erste Mal sah ich sie, angeführt vom Residenten. Später aber war ich unabhängig von ihrer Gegenwart und konnte ihre Konklave betreten, wann ich wollte. Oft ging ich den dunklen Weg in die Halle hinunter, wo das Licht ewig glüht. Ich lernte von den Meistern der Zyklen Weisheit, die aus den Zyklen über uns gebracht wurde. Wissen, das aus der Ganzheit der Unendlichkeit kam. Ich stellte den Herren der Zyklen viele Fragen. Die Weisheit, die sie mir gaben, war großartig. Jetzt gebe ich diese Weisheit, die aus der Flamme des Feuers der Ewigkeit gezogen wurde, an dich weiter. Tief in den dunklen Hallen sitzen die 7 Bewusstseinseinheiten aus höheren Zyklen. Sie manifestieren sich in diesem Zyklus als Führer der Menschen zum Wissen des Ganzen. 7 sind sie, stark in der Macht. Sie sprechen diese Worte durch mich zu den Menschen. Immer wieder stand ich vor ihnen und lauschte ihren tonlosen Worten. Einmal sagten sie zu mir: O Mensch, würdest du gerne Weisheit erwerben? Suche danach im Herzen der Flamme. Würdest du gerne Wissen um Macht erlangen? Suche danach im Herzen der Flamme. Würdest du gerne eins sein mit dem Herzen der Flamme, dann suche danach in deiner eigenen verborgenen Flamme. Viele Male sprachen sie zu mir, lehrten mich Weisheit nicht von dieser Welt, zeigten mir immer neue Wege zur Helligkeit. Sie lehrten mich Weisheit, die von oben gebracht. Sie gaben mir Kenntnis von den Zusammenhängen, lehrten das Gesetz, die Ordnung in allem. Abermals sprachen die 7 zu mir: Von weit jenseits der Zeit kommen wir, o Mensch. Ja, wir reisten von jenseits der Raumzeit, vom Ort am Ende der Ewigkeit. Als du und alle deine Brüder noch formlos waren, wurden wir schon aus der Ordnung der Ganzheit herausgeformt. Nicht wie Menschen sind wir, obwohl einmal auch wir wie Menschen waren. Wir wurden aus der großen Lehre gebildet, nach Ordnung und Gesetz. Denn wisse, dass das, was Form hat, in Wahrheit formlos ist. Es hat Form nur in deinen Augen. Wiederum sprachen die 7 zu mir: Ein Kind des Lichts, o Tod, bist du, frei den leuchtenden Pfad emporzureisen, bis am Ende alle eins werden mit dem Ganzen. Wir wurden herausgeformt nach unserer Ordnung. 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 9. Wisse, dass dies die Nummern der Zyklen sind, von denen wir heruntergestiegen sind zu den Menschen. Jeder von uns muss hier eine Aufgabe erfüllen. Jeder hat hier eine Kraft zu kontrollieren.
und doch sind wir eins mit der Seele unseres Zyklus, und dennoch suchen auch wir ein Ziel. Weit über das Vorstellungsvermögen des Menschen hinaus dehnt sich die Unendlichkeit in eine noch größere hinein. Dort, zu einer Zeit, die noch gar keine Zeit ist, werden wir alle eins werden mit einem größeren Ganzen. Zeit und Raum bewegen sich in Spiralen. Wenn du ihr Gesetz erkennst, wirst du frei sein. Ja, frei wirst du sein, um dich durch die Zyklen zu bewegen, vorbei an den Wächtern, die bei der Türe wohnen. Dann sprach er von der Neun zu mir und sagte: Äonen über Äonen existiere ich. Ich kannte weder Leben noch Tod. Doch wisse, o Mensch, dass in der fernen Zukunft Leben und Tod eins sein werden mit der Ganzheit. Beide vervollkommnen sich gegenseitig, so dass in der Ganzheit keiner für sich allein existiert. In den Menschen dieses Zyklus ist die Lebenskraft zügellos, aber das Leben in seinem Wachstum wird eins mit der Ganzheit. Ich manifestiere mich hier in deinem Zyklus, aber ebenso bin ich auch dort in der Zukunft deiner Zeit, denn Zeit existiert nicht für mich, denn in meiner Welt existiert Zeit nicht, da wir formlos sind. Leben haben wir nicht, doch haben wir Existenz, voller und größer und freier als du. Der Mensch ist eine an einen Berg gebundene Flamme, aber wir in unserem Zyklus werden immer frei sein. Wisse, o Mensch, wenn du dich in die Zyklen hinein entwickelt hast, die sich nach oben ausweiten, dann wird das Leben selbst in die Dunkelheit übergehen und nur die Essenz der Seele bleibt erhalten. Dann sprach zu mir der Herr der Acht und sagte: Alles, was du weißt, ist nur ein Teil von wenigem. Du hast das Große noch nicht einmal berührt. Weit draußen im Raum, wo das Licht vorherrscht, kam ich ins Licht. Geformt war ich auch, aber nicht so wie du. Meine formlose Form war als Lichtkörper geformt. Ich kenne weder das Leben noch den Tod, und doch bin ich Meister von allem, was existiert. Suche, und du findest den Pfad durch die Schranken. Geh auf der Straße, die ins Licht führt. Abermals sprach die Neun zu mir: Suche, und du findest den Weg nach drüben. Es ist nicht unmöglich, in ein höheres Bewusstsein hineinzuwachsen, denn wenn zwei eins werden und das eine alles geworden ist, wisse, dass dann die Schranke aufgehoben ist und du befreit bist von der Straße. Wenn du von der Form in die Formlosigkeit wächst, sollst du frei sein von der Straße. So lauschte ich durch Zeiten hindurch und lernte den Weg zum Ganzen. Jetzt erhebe ich meine Gedanken zur Ganzheit.
Lausche und höre, wenn sie ruft. O alles durchdringendes Licht, eins mit allem und alles mit einem, fließe du zu mir durch den Kanal. Tritt ein, damit ich frei sein möge. Mach mich eins mit der Allseele, die aus der Schwärze der Nacht scheint. Lass mich frei sein von Raum und Zeit, frei vom Schleier der Nacht. Ich, ein Kind des Lichts, befehle, frei zu sein von der Dunkelheit. Formlos bin ich für die Lichtseele, formlos, doch leuchtend mit Licht. Ich weiß, dass die Fesseln der Dunkelheit zerbrechen müssen und fallen vor dem Licht. Jetzt gebe ich dir diese Weisheit. Frei mögest du sein, o Mensch, im Licht und der Klarheit lebend. Wende dich nicht ab vom Licht, denn deine Seele wohnt in den Reichen der Helligkeit. Du bist ein Kind des Lichts. Wende deine Gedanken nach innen, nicht nach außen. Finde die Lichtseele in dir. Wisse, dass du der Meister bist. Alles andere kommt aus dem Innern. Wachse den Bereichen der Helligkeit entgegen und richte dein Denken aufs Licht. Wisse, dass du eins bist mit dem Kosmos, eine Flamme und ein Kind des Lichts. Jetzt gebe ich dir eine Warnung. Lass nicht zu, dass deine Gedanken sich abwenden. Wisse, dass das Licht immer da durch deinen Körper fließt. Wende dich nicht dem dunklen Leuchten zu, das von den dunklen Brüdern kommt, sondern hebe deine Augen immer empor. Halte deine Seele immer im Einklang mit dem Licht. Nimm diese Weisheit und beachte sie. Lausche meiner Stimme und gehorche. Folge dem Pfad zur Helligkeit, und du sollst eins sein mit dem Weg. Interpretation der Tafel 7. Diese Tafel beginnt mit dem Befehl, euren Geist der Weisheit von Tod zu öffnen. Er sagt, dass das Leben voller Hindernisse ist, die besiegt werden müssen. Dem kosmischen Licht muss erlaubt werden, in und durch die manifestierte Welt zu fließen. Das Ziel alles Suchens muss das Einssein mit dem kosmischen Bewusstsein sein, sonst entsteht Begrenzung. Licht ist sowohl endlich wie unendlich, denn Gott, das kosmische Bewusstsein, ist Licht und alle Dinge, manifestierte und nicht manifestierte, sind ein Teil von Gott. Deshalb kann es keine wirkliche Trennung geben. Selbst im Schleier der Dunkelheit, die wir negativ nennen, verbirgt sich die Essenz des Lichtes, das bereit ist, herauszuspringen, wenn der Schleier niedergerissen wird. Das unendliche Gehirn ist dem Fassungsvermögen des Menschen nicht zugänglich, der nicht erkennt, dass alles nur getrennte Manifestationen des einen kosmischen Hirns sind.
Alle Aspekte der Weisheit, sowohl bei Göttern wie beim Menschen, sind Teile der einen Weisheit, die sich durch verschiedenartige Kanäle manifestieren. Gesetz und Ordnung sind die grundlegenden Regeln aller Schöpfung, sei es in Gott oder im Menschen. Nur in der Ordnung wird Gleichgewicht oder Ausgleich gefunden. Tod spricht wieder von der längst vergangenen Zeit, bevor Atlantis sank. Seine erste Einführung geschah durch den Residenten, aber nachher kannte er den Schlüssel und war imstande, selbst einzutreten. Wie verschieden war er doch von den Meistern der heutigen Suchenden. Als ihm ein Schlüssel gegeben wurde, benutzte er ihn auch. Die Herren der Zyklen lehrten Tod über die jenseitigen Zyklen, so dass er Wissen über sie und ihre Arbeitsweise erlangte, obwohl er nicht durch Suntal zu den höheren Zyklen eindringen konnte. Tod verspricht, die Weisheit weiterzugeben, die er gelernt hat. Uns wird erzählt, dass die Herren Führer des Menschen sind. Sie sind dies, weil sie ihn jene Dinge lehren, die jenseits des Bereichs dieses kosmischen Bewusstseins sind, und er erlangt dadurch Wissen von den Ausdehnungen des ersten Jod. Den alten Symbolen zufolge wurde diese Weisheit in der Flamme gefunden. Feuer kommt aus dem Unmanifestierten, existiert eine Weile im Manifestierten und verschwindet schließlich wieder im Unmanifestierten, wird zum Symbol des Bewusstseins, das vom Unmanifestierten kommt, dann für eine Zeit im physischen Körper existiert und wieder zurück ins Unmanifestierte verschwindet. So wird dem Menschen wörtlich gesagt, er solle die Weisheit in seinem Bewusstsein suchen. Die 7 waren von außerhalb der Zykluszeit, die begrenzt ist und von der Strahlung des ursprünglichen unendlichen Atoms abhängt. Die 7 waren ein Teil des kosmischen Bewusstseins, das aus dem ersten Jod herauskam, bevor wir es taten, und sie wurden deshalb schon geformt, während wir noch Teil der Unordnung waren. Sie hatten sich über die menschliche Stufe hinaus entwickelt. Als sie jedoch diesen kosmischen Zyklus einnahmen, waren sie wie Menschen. Bewusstsein ist letztlich formlos und flexibel und nimmt jede Form an, von der es eine Vorstellung hat. Tod wird erzählt, dass er jetzt frei ist, den Weg zu gehen, bis der Schlusskreis abgeschlossen ist und das, was einmal eins gewesen ist, wieder eins wird. Die kosmischen Bewusstseine, welche die kosmischen Zyklen jenseits von uns bewohnen, wurden in einer geordneten Reihenfolge geformt, jedoch nicht alle auf einmal. Jenseits von uns gibt es 7 kosmische Zyklen, wobei das Wort jenseits bedeutet weiter hinaus im Raum und entfernt vom ersten Jod. Diese Herren sind, obwohl sie sich hier manifestieren, noch immer mit ihrem eigenen kosmischen Bewusstsein verbunden. Die Unendlichkeit ist nichts als ein Teil des größeren Raums, den wir transzendental nennen.
Wenn die ersten Jods ihre Ausdehnung in den unendlichen Raum beendet haben, vereinigen sie sich mit dem Fackelträger im transzendentalen Raum. Die Spiralen der Raumzeit müssen bewusst erkannt werden, bevor jemand in ihnen reisen kann. Sobald Raum und Zeit bekannt sind, hat man die Macht erlangt, in Raum und Zeit vorwärts und rückwärts zu reisen. Leben und Tod existieren nur als vergleichende Begriffe. Alles hat sein Gegenteil. Nimm einen Pol weg und der andere hört auf zu existieren. Auf der Ebene des Bewusstseins, auf dem sich das höhere kosmische Bewusstsein der Neuen manifestiert, ist der Tod unbekannt. Deshalb ist das Leben auch nicht bekannt. Dort gibt es nur Existenz, unsterblich und ewig, ohne Veränderung des Brennpunkts der Manifestation oder Verlust des bewussten Bewusstseins. Sobald der Mensch den Tod besiegt hat, hat er auch das Leben gemeistert, und für ihn hört beides auf zu existieren. Der Herr der Neuen ist auf seiner eigenen Ebene zeitlos, denn Zeit ist ein Ergebnis der Existenz des Materiellen, und das 9. kosmische Bewusstsein manifestiert nichts Materielles. Die Seele des Menschen ist eine Flamme, die an den Berg, an das Fleisch gebunden ist. Wenn wir in der letzten Vollendung des unendlichen Kreises eins geworden sind mit dem ersten Jod, werden Materialität und das Leben, das mit dem Tod eins ist, zu existieren aufhören. Auch im 8. Zyklus sind Leben und Tod eins, und nur ewige Existenz manifestiert sich. Der 8. kosmische Zyklus ist der Zyklus des Lichts, denn hier wird das unendliche Licht auf die Unordnung fokussiert, die vom 9. Zyklus geschickt wurde. Sie wird nach verschiedenen Arten aufgeteilt, die zu tieferen kosmischen Zyklen heruntergesandt werden, da Unordnung in Ordnung verändert, die Basis ist von allem. Licht ist der Meister von allem, was existiert. Wenn die zwei Teile einer Bewusstseinseinheit vollständig eins geworden sind und die anderen Teile eins geworden sind mit dem einen und so zum Ganzen werden, ist es nicht unmöglich, in den höheren kosmischen Zyklus weiterzugehen. Tod sagt deutlich, dass alle Teile seiner Einheit eins sind, wenn er sagt, dass sein Ziel das Allding ist. Tod benutzt dazu ein Gebet zum Licht, aber wie immer schließt er mit einem Befehl. Für das Licht ist das, was wir Form nennen, formlos, denn nur im Licht existiert wahre Realität. Tod teilt freizügig von seiner Weisheit aus, damit andere den gleichen Weg betreten können. Er befiehlt seinen Nachfolgern, ihr Antlitz immer dem Licht zuzuwenden und ihre Gedanken immer auf den inneren Meister zu richten. Dadurch werden sie den glänzenden Versprechungen materieller Macht widerstehen, die von den dunklen Brüdern gemacht werden.